Fußball 2000, wir sind freudig und erleichtert, aber wir sind auf jeden Fall in der Hausbar 55. Der eine oder andere von euch wird es safe kennen. Wir sind immer noch hier, feiern den Sieg der Eintracht. Marvin, Stefan und ich werden das ein bisschen aufarbeiten. Was war gut, was war schlecht, was passiert in den nächsten Wochen. Aber ehrlich gesagt, erstmal ist am wichtigsten, dass die Eintracht endlich mal wieder gewonnen hat. Das wird auch uns ein bisschen die Sendung erleichtern, gell? Schreibt ihr Kommentare, lasst Likes da, geht zu WhatsApp, kauft euch Merch, macht alles, was man mit Fußball 2000 so machen kann. Wang, wang. Fußball 2000, wir sind wieder da, ihr Lieben. Und wir melden uns zurück mit einem Sieg. Wie schön war das? Die Frankfurter Eintracht gewinnt endlich, ich glaube seit 13. Dezember, nach 7 sieglosen Spielen in Folge, endlich mal wieder gegen Borussia Mönchengladbach. Und lieber Basti, du warst ja auch vor Ort. Wie war die Stimmung nach dem Spiel? War alles gelöst? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, symbolisch kann man die Szene zum 3-0 sehen, wo du dann wirklich auch keine Angst mehr hattest. Also man muss dazu sagen, 1-0, weißt du Bescheid. Dann das waren die schlimmsten 2 Minuten nach dem 1-0, die man so haben kann. Nach dem 2-0 hast du so gedacht, na, mal gucken. Aber als Knauf dieses 3-0 macht, hast du auch im ganzen Stadion gemerkt. Es war eh schon die ganze Zeit gute Stimmung. Ja. Aber was du angesprochen hast, nach dem 3-0 hast du eher das Gefühl gehabt, das ist ein erleichterter Jubel. Wo du dachtest, okay, jetzt passiert wirklich nichts mehr. Jetzt hast du erstmal diese 3 Punkte und dann take it from there. Also um die Frage kurz zu beantworten, die Erleichterung war sehr, sehr, sehr groß, lieber Marvin. Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen und das ist natürlich auch so gewesen. Die letzten Wochen, da war auch viel Druck dahinter. Man muss ja tatsächlich auch sagen, natürlich der eine Punkt, den Riera jetzt schon geholt hat, aber jetzt bei seinem Heimdebüt, das hat man auch gemerkt. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl gehabt, du hast es in seinen Augen auch gesehen, da war viel Druck drauf und umso größer war die Erleichterung. Aber ich will mit euch, wir rollen das, ich will nicht mehr sagen, das mit dem Pferd, ich kann das nicht. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Genau, das machen wir. Und wir gucken uns mal an, wie er überhaupt aufgestellt hat. Denn die Aufstellung grundsätzlich hat es sich ein wenig überrascht, denn wir sind ja mit Amamuni Eşkebab auf der einen Seite und mit Barroya auf der anderen Seite unterwegs gewesen. Und wir wissen ja, dass zumindest Barroya die letzten Spiele ja Schwierigkeiten hatte, aber jetzt einer der wichtigsten Spieler am Ende war, so will ich schon vorwegnehmen, hatte ich das einigermaßen überrascht, wie er aufgestellt hat. Das hat mich total überrascht. Ich war unterwegs, als ich die Aufstellung gesehen habe und ich habe dann nur gesehen, Doğan spielt, Eşkebab spielt und Barroya spielt. Und Götze. Und Götze auch. Und ich musste erst mal checken, warte mal. Und Kalimuendo. Wer spielt denn jetzt wo? 5 Offensiver. Genau. Und Brown ja irgendwie auch, so, der ja auch sehr offensiv. Und dann dachte ich, okay, aber wer spielt denn jetzt wo? Du hast Doğan und Amamuni Eşkebab, also wer ist jetzt rechts außen und so. Und als ich das dann gesehen habe im Spiel, fand ich schon ganz spannend. Ne? Du hast einen Doğan, der immer eher nach innen gezogen ist, so hatte ich das Gefühl, oder oft zumindest. Ja. Plus halt 2 sehr schnelle, sehr trickreiche Außenspieler, klare Außenspieler mit Eşkebab, Amamuni Eşkebab und ich nenne jetzt einen Jupp. Ja, und Barroya. Spannend auf jeden Fall und die Aufstellung gibt ihm recht halt. Ne? Also du hast, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass, da können wir ja auch noch drüber sprechen, wie das jetzt spielerisch sich irgendwie dargestellt hat und natürlich ist das ein schwieriges Spiel, weil du deine Sturmspitze verlierst, deine einzige nach einer Viertelstunde oder was. Kurioserweise finde ich, dass zum Beispiel Barroya jetzt gar nicht so ein super krass überragendes Spiel gemacht hat. Der hat halt zwei Situationen, wo er gut auflegt. So. Trotzdem natürlich war das genau die richtige Idee offensichtlich. Ich fand die Idee auch total spannend. Ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass Amamuni spielt und Barroya. Und gleichzeitig ist es aber auch so gewesen, wir hatten so nominell im defensiven Mittelfeld, hatten wir natürlich Larsson und eigentlich Götze, aber Götze ist ein bisschen nach vorne gegangen. Und wer das dann aber mit übernommen hat, war ganz spannend. Ich habe mir mal die Heatmap angeguckt. Das war tatsächlich auch Nene Brown, der auch im defensiven zentralen Mittelfeld viel unterwegs war. Und für dich, glaube ich, einer der absoluten Wirbelwinde an dem Tag gewesen ist, oder? Ja, ich habe, glaube ich, in der Reaction gesagt, dass ich das Gefühl hatte, das waren 2 Nene Browns auf dem Platz. Ja. Du hast einen gehabt, der irgendwie so aufrecht im Mittelfeld irgendwie ein bisschen was sortiert hat, gleichzeitig aber auch nicht vergessen hat, außen mit Barroya zusammen diesen Doppelpass zum Tor dann zu spielen. Also fast schon Richtung Man of the Match, aber vielleicht mit Kawas Santos zusammen, der ja, glaube ich, in der Kicker 11 des Tages sogar stand. Das gönne ich ihm so unglaublich. Da werden wir gleich noch von Herzen. Ja. Aber ja, Nene Brown, absolut dominante Rolle. Und ich finde, an Nene Brown symbolisch kannst du sehen, dass das taktisch sehr flexibel war. Ja. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, war es ja erst so irgendwie so 4-1, wo du das Gefühl hattest, okay, geil, endlich mal ein bisschen mehr Offensivpower. Du hattest dann auch als Fan Bock ins Spiel zu gehen, weil du dachtest, okay, du hast nicht schon vorm Spiel keinen Bock mehr, weil da irgendwie nur 0,5 Stürmer irgendwie Deswegen war es am Anfang schon geil. Es war taktisch sehr, sehr flexibel, aber um das taktisch zu bewerten, das geht, glaube ich, nicht. Weil du hast Stefan ist A zu früh und B, Stefan hat es vorhin angesprochen, du hast dann natürlich erstmal bei aller Euphorie, Riera Heimdebüt, er steht da, er hat auch irgendwie was ausgestrahlt.
Dann hast du diese Verletzung von Kalimuendo und dann habe ich tatsächlich kurz gedacht, ich glaube die Saison an gar nichts mehr. Ja. Also als der dann abtransportiert wurde oder musste gestützt werden und dachtest so, okay, und alle draußen schreiben, der kommt nicht mehr rein, denke ich mir so, was ist mit dieser Saison? Ganz ehrlich, ich hatte wirklich sehr viele verbale Injurien im Kopf dieser Saison gegenüber. Ich habe es auch eben geschrieben, so ich sag's einfach, wir piepen es dann einfach weg. Die Saison soll sich Alter. So, weil du das Gefühl hast, was ist denn? So, du hast Batshuayi verletzt, du hast Burkhardt verletzt, du hast dieses Ebn Taleb-Tor, freust dich darüber, unglaublich magischer Abend, zack, verletzt er sich gegen Stuttgart. So, und dann denkst du so, okay, Kalimuendo, dann macht der in Bremen sein Tor, dann denkst du, okay, der ist auch geil. Aber eigentlich auch kein Mittelstürmer. Das heißt, selbst mit Kalimuendo hast du als Riera eigentlich kein Mittelstürmer zur Verfügung, musst dir Dinge überlegen. Dann verletzt er sich auch noch und deswegen ist dieses Spiel für mich taktisch ganz, ganz schwer zu greifen, weil er musste ja dann Dahoud in den Sturm stellen und trotzdem hat es an gewissen Stellen funktioniert. Das ist ganz spannend, genau, er hat Dahoud reingestellt, aber der hat sich gleich natürlich ein bisschen defensiver eingeordnet. Das hat dann dazu geführt, dass Amamuni Eschkop noch weiter nach vorne gerutscht ist. Wir haben auch gesehen, auch Götze hat sich ein bisschen weiter vorne eingeschaltet und aber alle haben es ein bisschen übernommen. Fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil Dahoud war ja nicht derjenige, der die ganze Zeit nach vorne gelaufen ist. Aber du hast schon ganz kurz, Dahoud hat schon Phasen im Spiel gehabt, wo er der Mittelstürmer auf jeden Fall. Und das musst du trotzdem beachten, wenn du diese Nummer bewertest. Weil es gab viele, die gesagt haben, das war wie immer und die Eintracht hat jetzt Glück gehabt. Ja, ganz ehrlich, Leute, du spielst mit Dahoud im Sturm. Also Entschuldigung. So, und dann gewinnst du dieses Spiel trotzdem 3:0. Und ich glaube, das ist das wichtigste Wort. Du gewinnst es trotzdem. Ja. Und dann ist die Art und Weise eigentlich richtig gut. Ich finde ehrlich, das ist ein guter Punkt. Ne? Weil du hast tatsächlich einfach wieder eine richtige Schweinesituation gehabt. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. So, eine richtige absolute Schweinesituation. Nach 15 Minuten. Ja. Der letzte Stürmer muss da mit so einer blöden Schulter mal raus. So, ja. Der letzte Mel Gibson. Und dann hast du 75 Minuten noch auf der Uhr ohne Stürmer in einem Heimspiel, wo es richtig um was geht. Du hast seit 9 Spielen oder was auch immer nicht gewonnen. Ja. So. Und da sollte sich, glaube ich, niemand hinstellen am Ende und sagen, ja, es gab nur 44% Ballbesitz oder irgendwie es gab zu wenig Durchschlagskraft oder Gladbach hatte mehr Torschüsse. Das ist nun mal so, glaube ich, wenn du eben so wechseln musst, dass dir quasi die Sturmspitze einfach fehlt. Ne? Und du hast dann Mo Dahoud, ich schätze den total. Ich halte den für einen sehr guten Kicker. Aber er ist auch kein Stürmer. Und er ist auch für so Entlastungssachen zum Beispiel auch nicht schnell genug zum Beispiel. Ne? Ja. So ein Kalimuendo hast du gesehen vor seiner Auswechslung. Der hatte 2 so Situationen, wo er geschickt wird, quasi hinter die Kette. Einmal spitzelt er ran und kommt fast am Torwart vorbei. Und beim zweiten Mal wird er dann abgeräumt vom Keeper und verletzt sich dabei. Aber das sind Situationen, die kannst du natürlich nicht spielen mit einem Mo Dahoud im Sturm oder auch mit Mario Götze selten so, ne? Und deswegen ist quasi alles, was in dem Sinne nicht gut gelaufen ist, von wegen irgendwie zu wenig Dominanz, zu wenige Abschlüsse, whatever, das lasse ich gar nicht gelten, weil du hast aus dem, was du hattest, hast du 3 Hütten gemacht. Ja. Du hättest noch eine 4. machen können durch Knauf. Du hättest eventuell sogar, wenn mit ein bisschen Glück hätte Kalimuendo anfangs auch treffen können und so. Und dann hast du das einfach solide runterverteidigt. Ich finde nicht, dass selbst bei 20 Torschüssen von Gladbach da irgendwas dabei war, wo ich dachte so, 1, 2 Situationen, wo ich dachte so, okay, gut gehalten von Kauas Santos, so, aber ehrlicherweise... Okay, ihr springt jetzt schon wieder komplett, weil ich eigentlich einen ganz anderen Punkt abarbeiten wollte, aber so ist es halt, egal. Aber welcher war das? Ich gehe wieder zurück. Ganz kurz, ich finde es tatsächlich total spannend, einfach zu sehen, welche Position und wie Brown reingekommen ist, wie er das gemacht hat, dass er eigentlich sehr, sehr viel in der Zentrale abgedeckt hat. Natürlich, mit Dahoud hat ein bisschen im Sturm gespielt, hat sich aber selber auch zurückgezogen. Die beiden waren unfassbar variabel und das ist für mich eigentlich so ein bisschen mehr der Kniff als die letzten Monate. Ich meine, Brown ist einer der absolut konstantesten Spieler. Ja. Was man halt bei ihm komplett merkt, das hast du auch bei seinem Tor gemerkt, dass der hat keine Angst mehr. Also diese Angst, also die hat er ja manchmal noch gehabt, auch gegen große Gegner, aber die verliert er stetig. Ich hatte auch gegen große Gegner immer stetig verloren. Und dass er überhaupt so regelhaft aufs Tor zielt und dann auch Tore macht, das ist diese unfassbare Entwicklung. Er ist ja als einer der wenigen eine absolut konstante Entwicklung hingelegt in dieser Saison. Für mich eine der positivsten Situationen. Und dann ist es aber auch, wenn ihr über Offensivsituationen sprecht, ist es natürlich aber trotzdem auch, du sagst, Bahoya hat kein unfassbar spannendes Spiel gemacht, aber trotzdem dieses Netzwerk mit Brown und Bahoya, die sich immer wieder die Bälle auch hin und her gespielt haben, also ein bisschen fast One-Touch-Fußball, das war in der Schwierigkeit der Situation, dass du offensiv kaum Möglichkeiten hattest, die mal
also dauerhaft durchzugehen, weil halt viele verletzt sind, ist das wirklich eines der absolut positivsten Momente gewesen. Und da tatsächlich, das ist Browns Verdienst, aber auch natürlich eine taktische Vorgabe, die der bekommt, weil das ist ja eine Stärke von ihm, definitiv, eben in die Mitte zu ziehen. Das ist ja kein Außenbahnspieler, der so Kostic-mäßig bis runter zur Eckfahne jagt und dann halt die Flanken reinhaut, sondern es ist ganz oft so, dass der in die Mitte zieht. Und ich glaube, dass das einfach jetzt auch noch mal ein bisschen forciert wurde von Regera. Ich meine, Brown hat ja gegen Union schon getroffen und hat da auch immer wieder Situationen gehabt, wo er so in die Mitte zieht eher. Und da schaffst du dann natürlich irgendwie Überzahl. Und sorgst dafür, dass er als Außenspieler, wo er eigentlich nicht hingehört, aber in Abschlusssituationen kommt. Ne? Und das ist gerade in so einer Phase oder in so einem Spiel, wo dir nominell jetzt dann der Stürmer wegbricht, ist es noch viel wichtiger, dass du in so Situationen eben, dass andere Spieler in diese 16er Abschlusssituationen kommen. Das hat er par excellence durch. Auf jeden Fall. Und Amal war auch dementsprechend so... Der ist geil, ey. Das finde ich auch. Das ist Random Regionalligaspieler. Auf jeden Fall. Aber was ich auch krass finde, der traut sich das einfach. Basti, wie krass ist es einfach, dass er reingekommen ist und hat gar nicht diesen Ballast der anderen Spieler gehabt und hat einfach die Möglichkeit gesehen und haut aufs Tor und manchmal funktioniert es sogar. Ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass du das Gefühl hattest, bei ihm ist das Grinsen breiter als die Gesamtlage der Eintracht und dass die Spieler sich vielleicht an ihm ein bisschen orientieren, diese Dankbarkeit, überhaupt Bundesligaspieler zu sein. Du hast es, finde ich, bei dem Torjubel auch gemerkt. Der Typ, glaube ich, kann immer noch nicht genau fassen, was ihm gerade passiert ist. Ja, stimmt. So, dass er irgendwie, ich meine ganz ehrlich, der hat bei Hoffenheim 2 gespielt. Hoffenheim 2 klingt wie ein Horrorfilm. Hoffenheim 1 ist schon schlimm, ja? Hoffenheim 2 klingt wie ein Horrorfilm. Hoffenheim dann ist er plötzlich in der Bundesliga und du hast gesagt, wir haben es in Stuttgart schon gesehen. Dann hat er diesen einen Move, der hat in der 3. Liga funktioniert. Und jetzt bringt er dir den mit der individuellen Qualität, die er hat. Und das ist auch unglaublich wichtig, weil dieses Spiel war schon zäh. Du hast schon gemerkt, dass die Eintracht natürlich Personalprobleme hat. Du hast schon gemerkt, dass der Trainer erst 2 Wochen da ist. Und dann wichst er dir aber dieses Ding rein. Und das kann dir so unglaublich viel öffnen. Und das war auch endlich mal dieses 2:0, was verhindert, dass du nach einem Erfolgserlebnis direkt wieder einbrichst, wieder schwimmst, Ausgleich kassierst, komplett alles zusammenbricht und dann am Ende 3:1 gegen Leverkusen verlierst. Ja. Dieses 2:0 war so unglaublich wichtig. Ja. Und du hast es gesagt, er macht das mit einer Unbekümmertheit. Ja, weil er wahrscheinlich ist er noch nicht lang genug hier. Ja. Wahrscheinlich ist er noch nicht lang genug hier und denkt so, hey Leute, was ist denn los? Warum geil, ja. Das ist doch voll cool. Das ist wie wenn irgendjemand, keine Ahnung, Deutschland im Sommer besucht und denkt, hey, was wollt ihr eigentlich hier? Genau. Das ist doch alles ganz cool. Ja, wenn du keine Bahn fahren musst. Ja, oder genau so. Am Ende denkst du, ja, mega. Und vielleicht kann er die anderen so ein bisschen mitreißen. Und Stefan hat es gesagt, die Erwartungen an ihn sind halt auch jetzt nicht überbordend. Das ist, glaube ich, schon was anderes. Aber sie ist wachsen. Ja, aber die Situation für ihn ist doch geil. Ja. So, keiner erwartet irgendwas. Das ist ja was anderes, wie als hättest du jetzt irgendwie 25 Millionen Euro für den bezahlt. Und jeder denkt, ja, Entschuldigung. So, bla, bla. Also von daher, es ist ein weiterer Spieler. Und ich finde geil, dass er scheinbar einen Trainer hat, der sich auch traut, in einem Heimspiel zu Hause gegen Gladbach nominell mit 4 offensiven Mittelfeldspielern zu spielen. Genau. Und dann ist scheinbar auch ein bisschen Platz für ihn. Also wirklich, man kann nur Lob hier da lassen für Amal Mouni. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, denn ich glaube, das hat er sich wirklich verdient. Wunderbar. Es ist tatsächlich aber auch so, dass er zum Glück jetzt noch gar nicht so lange da ist. Aber ich habe schon das Gefühl, und das wollte ich euch auch mal fragen, wie war es denn für euch im Laufe des Spiels? Also habt ihr schon gemerkt, dass Riera der Mannschaft schon ein bisschen was anderes mitgegeben hat? Weil ich fand, diese Ängstlichkeit, die ich zuletzt gesehen habe, die fand ich, war schon weniger da. Ja. Ich finde schon, dass er so über sein Selbstvertrauen, das ist ja relativ ausgeprägt so, ich finde schon, dass er das weitergeben kann. Ja. So, ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaften solideren Eindruck macht auf dem Feld. Also hast nicht das Gefühl, dass diese super krassen Einbrüche irgendwie, da ist man immer noch nicht gefeit vor. So. Aber ich hatte jetzt im Gladbach-Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass das passiert tatsächlich. So. Das ist das eine und aber auch so ein bisschen so eine Befreiung, merke ich schon irgendwie. Ne? Also du hast das Gefühl, die Leute trauen sich wieder ein bisschen was und so. Ne? Der Amal Mouni Eschkuyap zieht nach innen, der hatte nochmal so eine Situation, wo er es wieder versucht. Der hatte auch ganz am Anfang so eine Situation, zum Beispiel, wo da blieb er dann letzten Endes hängen, aber der kriegt einen Ball in einer relativ aussichtslosen Situation rechts auf seinem Flügel und dann fängt er einfach an durchzuziehen. Ja. Und das war so ein Moment von irgendwie, okay, geil, der versucht jetzt einfach mal gucken, was passiert. So, ne? Und das sind Dinge, das waren halt oft dann so Sachen, so Situationen, wo viele Spieler einfach mal auf den Ball treten irgendwie oder auf den Ball getreten haben, um den Quer- oder Rückpass zu spielen in den letzten Monaten. Und das hat mich halt oft genervt. Und ich will genau so eine Herangehensweise, ein bisschen unbekümmert, ein bisschen befreit, ein bisschen mit einem
Ja, auch mit so einer Fuck-you-Mentalität einfach so. Alles klar, ich versuche das jetzt und gucken, was passiert. So. Ja, also was du sagst, ich habe auch dieses Gefühl gehabt und ich muss auch sagen, von dem Spiel, was ich gesehen habe, fand ich schon, dass die Eintracht auch aggressiver gegen den Gegner gegangen ist. Wie hat sich das im Stadion dargestellt? Wie hast du das gesehen? Hast du auch das Gefühl von Stefan gehabt? Hast du es geteilt oder musst du da noch eine Einordnung machen, die ein wenig anders ist? Ja, ich würde es fast ein bisschen relativieren wollen, weil ich finde schon, dass man sieht, dass der Trainer noch nicht lange da ist. Also jetzt auch so zu tun, endlich ist das weg, weiß ich nicht. So ein bisschen hat man schon auch in gewissen Sequenzen des Spiels das Gefühl gehabt, dass Gladbach schon zu Halbchancen kam. Ja. Das Gladbach, den ich nutze, lag auch ein bisschen an Gladbach. Also ich muss schon sagen, dass gerade im Defensivverbund du schon noch gesehen hast, okay, da ist nicht alles vergessen, sondern da ist tatsächlich ein sehr, sehr biederes Gladbach trotzdem in der Lage, sich den Ball zu nehmen und auch trotzdem zumindest in die gefährlichen Zonen zu kommen. Die Abschlüsse, die waren dann wirklich lächerlich. Also als Gladbach-Fan hätte ich mich echt geärgert über diese Mannschaft, weil der wurde schon ein bisschen was angeboten. Ja. Du hast schon gemerkt, die Eintracht natürlich auch Kalimundo-Verletzung, neue taktische Vorgaben, das wird auch dauern, das hat Herrera ja selber gesagt. Der hat gesagt, ey, um dieses wirkliche, ich glaube schon, dass er ein anspruchsvolles System spielt, da reichen 2 Wochen nicht aus. Und deswegen wählt er wahrscheinlich so einen Mittelweg, um zu sagen, ey, gewisse Abläufe macht ihr so, wie ihr sie kennt. Wir probieren das Step by Step irgendwie aufzubauen. Und dafür war es super. Also ganz ehrlich, dann ist es halt so. Du bist halt momentan diese Eintracht, die eben trotzdem noch ein bisschen diese Zweifel in ihren Klamotten hat. Klar, das ist da kann Riera, keine Ahnung, seine Eier auf den Tisch legen bei jeder Pressekonferenz. Ja. Das wird nicht weggehen, weil du bei Robin Koch hast du es in einer Szene gesehen, ich finde auch gar nicht, wo das immer noch da ist. Ich finde auch gar nicht, dass das komplett weg ist. Ich finde aber, dass die Tendenz auf jeden Fall... Die Tendenz ist, die Sachen, genau, es ist nicht weg, aber der Umgang damit ist ein anderer. Ja. So, du hast jetzt, wenn du einen Fehler machst, hast du nicht mehr dieses, okay, jetzt bricht hier alles zusammen, sondern die bleiben so stehen. Also die bleiben so ein bisschen wie ihr Trainer stehen und denken, ja, hat jetzt nicht funktioniert, wissen scheinbar, dass sie auch Fehler machen können. Und am Ende, sage ich dir, es ist am Ende scheißegal. Weil du hast dieses Spiel 3-0 gewonnen und ich glaube, dass das für die kurzfristige, das war, glaube ich, das, was er wollte. Und den Rest, den man sich wünscht, der muss jetzt mit der Zeit kommen. Verstehe ich, Basti. Ich würde trotzdem einhaken und das ein bisschen anders sehen. Denn ich finde schon, dass du in diesen Einzelsituationen schon Szenen hattest, an denen du dich aufrichten kannst. Weil ich glaube schon, dass die absolut richtige Grätsche von Robin Koch zur richtigen Zeit ihm auch Selbstvertrauen gibt. Ich finde, dass auch Amonda in der Zentrale, ich habe mir auch seine Heatmap angeguckt, der war so stabil und es war wirklich einer der besten Spieler an diesem Tag. Auch der wird das positiv mitnehmen und sagen, ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Ich glaube, das sind schon diese Dinge. Und dann müssen wir noch natürlich über einen sprechen, der in den letzten Wochen unfassbar oft gescholten war. Und ich gucke ja jeden Tag in die Kommentare bei Fußball 2000 und ich muss auch sagen, die Kommentare waren sehr, sehr heftig bezüglich dieser Personalie. Und ob er sich jetzt laut ZDF Kawasanch nennt oder Kawasantos, das könnt ihr überlegen, wie ihr wollt. Ich nehme gerne alles, wenn er sagt Kawasanch, dann ist es Kawasanch. Aber welches Spiel er gemacht hat, um sich selbst auch Selbstvertrauen zu holen, das muss man sagen, gerade bei der letzten Parade, ganz am Ende, die wir auch in den Highlights noch gesehen haben, das sieht man in den Highlights gar nicht, aber da kommen auch wieder die Spieler zu ihm. Der hat ein herausragend stabiles Spiel gemacht und da muss ich sagen, ich freue mich sehr für ihn. Ja, also das ist tatsächlich das, was man sich fühlen freut. Weil ich meine, man braucht die Wackler, die hat er nicht wegreden, aber das ist diese Diskussion, die wir auch hier bei Fußball 1000 hatten, zu sagen, ey, bei Artur Bolo in der ersten Saison, bei Neuer in der ersten Saison hast du auch wirklich absurdeste Fehler gehabt. Und wir haben ja gesagt, man muss sich das jetzt mal bis zum Sommer angucken. Genau. Und dann kann man vielleicht auch die Entscheidung treffen, dass es eben nicht reicht. Aber ich finde, Riera hat auch gute Aussagen nach dem Spiel zu ihm getroffen, wo er gesagt hat, ey, natürlich muss man abwarten, ob er das liefern kann, aber vom Potenzial her hat er alles, was ich eigentlich von einem Weltklasse-Torwart haben will. Und das ist ja auch zu sehen gewesen. Ja. Diese Unsicherheit, diese Spielpraxis, das ist genau diese Geduld, die man vielleicht aufwenden muss. Und ich halte das Experiment Kawas Santos immer noch für völlig offen. Aber du hast es gesagt, es gibt keinen Grund, den jetzt bei jeder Aktion in Grund und Boden zu reden. Und deswegen freut es mich erst recht, dass er mal so ein Spiel macht. Weil ich fand es jetzt auch kein unfassbar spektakuläres Spiel, wie bei Besiktas oder so. Nein. Aber das war genau das, was man ihm gewünscht hat. Ein Spiel, wo er einfach seine Ruhe hat, wo er auch selber Ruhe ausstrahlt, wo gar nichts ist, wo du denkst, ach du Scheiße. Sondern wo es einfach ein ganz normales Spiel, wo du weder vorher noch nachher in irgendeiner Art und Weise emotional an Kawas Santos denkst, sondern wo du denkst, ja ey geil, der hat einfach dieses Spiel, genau wie die Mannschaft, locker wegmoderiert. Weil, wenn ich vorhin Gladbach anspreche, keiner kann sich beschweren, dass die Eintracht dieses Spiel 3-0 gewinnt und Kawas Santos hat einen großen Teil dazu beigetragen. Halt Auf jeden Fall. Es war jetzt halt eines dieser Spiele, wo diese Ausschläge, die er hatte, nach oben und nach unten nicht da waren. Ne? Also du hattest... Nach oben schon mit der Genau, diese Moya-Parade war schon sehr stark und dieser eine Kopfball war auch, da hat er auch gut gehalten. Das waren aber jetzt nicht so beschickt, das Dinger, wo du da sitzt und denkst, Alter, was ist das denn für eine Krake? So, ne? Auf der anderen Seite hat er auch diese krassen Wackler nicht gehabt. Es gab 1, 2 Ecken,
die sehr scharf in den Fünfer kamen und da wird ja auch ein bisschen weniger gepfiffen mittlerweile. So. Das ist total cool. Ganz kurz, kann ich ganz kurz anmerken, weil ich fand es schon spannend. Genau darüber wollte ich mit euch sprechen, weil mir das aufgefallen. Mir ist das übrigens bei dem Dortmund-Spiel am Freitag aufgefallen. Die haben nämlich 2 Tore durch diese komischen Eckensituationen. Ja. Weil erinnern wir uns, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch ein paar Tage älter seid und euch auch noch erinnert. Ja. Denn das war nämlich so, dass früher im 5-Meter-Raum wurde ja alles immer abgepfiffen. Und Dortmunder, die wissen das auch schon mittlerweile und erzielen dadurch, dass du halt mittlerweile alles machen kannst, halt auch regelmäßig Tore. Und diese eine Situation, die war auch für Santos oder für Sanch, je nachdem, war nicht ungefähr. Kommt da nicht so richtig hin, weil 2 vor ihm stehen und ihn blocken. Ich bin nicht so ganz einverstanden mit dieser Auslegung der Regel, mit dieser neuen, weil ich finde, das wird ein extremer Stress, was die Diskussion angeht. Ja. So ab wann ist es irgendwie faul. Das ist so eine völlig unnötige Grauzone, die du aufmachst. Also, und das war dann bleibe ich hier stehen, dann mach ich mal kurz so. Das war ja klar geregelt irgendwie und da waren ja alle mit cool und jetzt machst du da so einen Schauplatz auf, da werden wir jetzt die ganze Zeit drüber reden. Immer. So ständig, in jedem Spiel so. Weiß ich nicht so genau, ob das sinnvoll ist. Das war aber letzten Endes, hat er die beide ja weggepatscht. Ich glaube, 2 Situationen hat die beide irgendwie zur Seite weggewischt und so. Das sah nicht ganz so souverän aus, aber scheißegal. Irgendwie hat er den Kasten sauber gehalten und das wird dem extrem gut tun. Ne? Ja. Wird dem extrem gut tun, auch mal zu sehen, alles klar, ich bin hier nicht jede Woche der Depp. So, ich kann das, was ich mache, ich kann das gut. Und gleichzeitig aber auch finde ich es wichtig, was du gesagt hast, das war nicht das absolut spektakuläre Spiel, sondern du musst auch weiterarbeiten. Ja, weil es ist genau bei der Strafraumbeherrschung ist es auf jeden Fall so, dass aber auch nicht nur, sondern ich meine, die Eintracht hat ja auch einen Staff- und Torwarttrainer. Ja, klar. Zu sagen, und ich meine, es gibt auch wahrscheinlich Vorgaben. Sollst du rauskommen, sollst du nicht rauskommen, bla bla. Also es ist bei der Strafraumbeherrschung schon so, dass man sagen kann, ey, gerade mit deiner Größe, mit deiner Spannweite, kannst du wahrscheinlich noch selbstbewusster Bälle wegpflücken, als du es dir gerade zutraust. Aber das ist ja genau das, was wir immer sagen, wenn du junge Spieler einsetzt. Ja. Wenn wir über Baoja reden, haben wir eine unglaublich lange Downphase bei ihm gehabt, obwohl wir vorher und nachher gesehen haben, was er kann. Sehr, sehr wichtig. Beim Torwart ist es halt blöd, weil beim Torwart siehst du es sehr deutlich. Wenn ich jetzt mal einen Ball vertändel, links außen irgendwo, völlig lustlos oder irgendwie mit mir selber beschäftigt bin, dann geht der Ball maximal zum Gegner und muss vielleicht irgendeiner ausbügeln. Beim Torwart ist es halt so, dann ist sofort der Fokus drauf, das sieht trottelig aus, muss man sagen. Es ist auch jetzt nicht so, dass man muss auch nicht so tun, als wenn Carlos Santos zu Unrecht kritisiert wurde. Weißt du, man muss auch nicht in die andere extreme Richtung gehen und sagen, als hätte der überhaupt keine Fehler gemacht. Die hat er gemacht, aber Leute, das ist ein junger Torwart. Und wir haben es ja ganz im Sommer, haben wir beide schon mal drüber gesprochen. Wenn du einen jungen Torwart, wenn du dich dafür entscheidest, Kevin Trapp abzugeben und du setzt einen jungen Torhüter ein, das habe ich bei der Zetterer-Diskussion schon nicht verstanden. Digga, dann musst du das mit einplanen. Das tut mir leid. So, dann musst du das mit einplanen und jetzt hat er endlich mal ein Spiel gemacht. Wenn er jetzt vielleicht in München noch irgendwie durchkommt, dann hast du vielleicht mal 2, 3 Spiele, wo dann die Diskussionen auch aufhören, weil wir kennen es von allen Diskussionen, die sind auch schneller wieder weg, abgeebbt, als wie intensiv sie geführt wurden. So, genau. Das würde ich ihm jetzt wünschen, dass er einfach, dass er Bundesliga-Erfahrung sammelt. Genau. Ohne Störfaktoren. Genau, und das ist natürlich jetzt das Risiko, was man hat, dass man halt überlegen muss, kann ich das, habe ich Angst davon, dass ich wahrscheinlich vielleicht tabellarisch dann mit den ein oder anderen Minuspunkt dann einpreisen muss, aber dafür hat man sich entschlossen. Ich finde es gut, ich habe mich gefreut. Genau, ich freue mich, dass das jetzt ein gutes Spiel war und jetzt schauen wir weiter. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Platz, Marvin. Jetzt schauen wir weiter. Ja, das ist doch genau dieses, ich habe das Gefühl, jeder will immer jede Woche eine absolute Diskussion. Nee, das brauchst du ja auch nicht. Wie war Carlos Santos Saison? Kann ich doch nicht jetzt hier im Februar schon machen. Nee, und du hast einen anderen wichtigen Punkt auch gebracht, dass es bei anderen jungen Spielern, da versandet das, weil du ihn vielleicht mal rausnimmst, so Innenverteidiger oder auch Außenspieler, dann sagst du, okay, mach 3, 4 schlechte Spiele, dann kommt er raus und das ist keine großartige Diskussion. Das ist bei ihm anders, aber positives Spiel, wir freuen uns sehr und jetzt gucken wir weiter und jetzt schauen wir, wie die nächsten Wochen werden. Eine letzte Sache noch zu Santos, die mir aufgefallen ist. Du hast auch im Stadion den Support gemerkt. Ja. Also bei jeder Parade hat er wirklich aufmunternden Jubel bekommen. Ja. Von den Mitspielern auch. Von den Mitspielern, aber auch vom Publikum. Ja. Weil man denkt ja dann, den Fehler macht man trotzdem, ich mache den auch. Dann ist man auf Social Media, dann liest man Kommentare und so. Dann denkst du ja tatsächlich, dass die Leute zu Carlos Santos sagen, du hast 10 Minuten, um die Stadt zu verlassen. So. Ja, aber das ist so ein bisschen Social Media nicht mit dem echten Leben verwechseln. So. Ja, aber das wollte ich ja gerade damit sagen, weil ich sagen wollte, dass ich fand es gut, dass du halt siehst, klar gibt es erhitzte Diskussionen, so wie du sie beschrieben hast, aber trotzdem, prozentual ist das noch ein kleiner Teil und die Leute im Stadion, die waren tatsächlich sehr supportive, das hast du gesehen und ich hoffe einfach, weil er ist auch ein cooler Typ, es wäre richtig geil, wenn das klappt. Genau. Weil er ist ein spektakulärer Torhüter. Wenn seine Bundesliga, wenn er sich das ein oder andere Mätzchen noch austreibt, weil ganz ehrlich, da bin ich auch echt. Ja, das schon wieder wenn der da im Strafraum dribbelt, Digga, das macht mich auch wahnsinnig. Das war beim Stand von 1-0. Ja, und dann denke ich mir so, Bruder. Tja,
Genau, hat er drin gehabt, definitiv. Du merkst, aber das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Aber das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Es ist halt noch nicht alles hundertprozentig. Ne? Okay. Aber du hast ja auch gesehen, war es bei Collins eine Rückgabe, wo du auch gedacht hast, naja. Aber die hat dann lustigerweise zu einem 3-0 geführt. Ja? Weil da weiß ich gar nicht, kann man ihm ja auch mal positiv anrechnen. Das Lustige ist nämlich, Riera hat nämlich vor ein paar Tagen auch schon gesagt, dass er natürlich ganz gern hat, wenn Torhüter auch zu Chancen führen. Und zwar nicht für den Gegner, sondern für die eigene Mannschaft. Und das hat er ja durchaus geschafft. Ja, so, für den Gegner. Genau, dann mit dem Sag mir das so. mit dem weiten Abstoß dann hin zu Knauf. Ja. Knauf, der dann die Abwehrschwächen der Gladbacher dann wirklich ausnutzt und dann das 3-0 macht. Also hat er mal einen Assist. Ja, ich glaube, das freut ihn auch. Das sind so Kleinigkeiten. Und du findest aber noch ganz kurz dazu hingehen, was du gesagt hast. Gerade mit dem Rauslaufen, das hat ja ebenfalls Riera gesagt. Er wünscht sich ja einen Torhüter. Aber ich sag mal so, der Albert, der Riera, der hat ja auch Freunde in seinem Umfeld, die ja mal Top-Torhüter waren. Da kann er da vielleicht den einen oder anderen Tipp noch abzwacken und vielleicht weitergeben. Davon. Der ehemalige Arsenal-Torhüter, wie heißt der ehemalige spanische Arsenal-Torhüter? Ich habe den Namen Pepe Reina. Pepe Reina. Der war bei Liverpool. Ja, Liverpool, Arsenal, aber das hat England hat auf jeden Fall funktioniert. Genau, aber ich meinte, es hat funktioniert. Ich meinte, Pepe Reina, Reina und Riera sind wohl ganz gut befreundet und da kann man vielleicht den einen oder anderen Tipp noch abzwacken. Wie ist denn erstmal der Arsenal-Torwart, der mit Lenz Lehmann sich gebettelt hat? Almunia. Stimmt. Den habe ich aber nicht gemeint. Nee, den meintest du nicht, aber den musst du aus meinem System kriegen. Hätte ich jetzt den ganzen Tag machen. Ja, aber ist gut. Aber gut. Altimara, Almunia. Genau, Almunia, auf jeden Fall. Liebe Leute, schreibt mal. Und Gott sei Dank, ganz kurz, Gott sei Dank, als du gesagt hast, der ehemalige Arsenal-Torwart, ich habe kurz geschwitzt. Weil ich hoffte, dass die Antwort nicht Jens Lehmann ist. Hätte auch sein können. Ich weiß nicht, zwei Verrückte, die sich zusammentun. Genau. Ja, I don't know. Es gibt verrückt und verrückt. Aber lasst mal ein bisschen Liebe für den guten Kawasanch da. Und jetzt will ich mit euch ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht nicht so gut lief. Und ich muss sagen, vom Spielerischen her kann ich da gar nicht so viel nennen, weil wir haben gesagt, das ist alles eine im Aufbau befindliche Mannschaft. Wir müssen, glaube ich, einfach zufrieden sein, wie es läuft. Wichtig waren jetzt die 3 Punkte. Wichtig war das erfolgreiche Heimdebüt. Was aber brutal bitter ist, ist tatsächlich diese Verletzungssituation. Ich will euch mal alle Spieler gerade vorlesen. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, ich hole mir mal was. Geht nächsten Montag weiter. Can Uzun, Michy Batshuayi, Ebnu Talib verletzt, Johnny Burkhardt, Theat. Seid ihr fertig? Christen sind wir noch nicht fertig. Und zuletzt jetzt auch Kalimuendo. Da setze ich ein kleines Klammer. Wahi in Gang kamen, überall, Alter. Ja, genau. Bei Kalimuendo setze ich eine kleine Klammer dran, weil das scheint wohl nicht so schlimm zu sein. Aber Christensen fällt jetzt auch wieder aus. Ja. Also, Basti, was hat die Eintracht diese Saison getan? Also ich glaube, es ist hier ein Mix aus Pech einfach. Ja. Weil es gibt normale Action-Verletzungen, sag ich mal. Die passiert zum Beispiel so. Ja. Das ist quasi genau, also wenn du siehst, wie er da mit Chabot zusammenklatscht, da kannst du keinem medizinischen Stuff der Welt irgendwie einen Vorwurf draus drehen. Was ein bisschen trotzdem auffällig ist, ich meine, ich weiß es natürlich auch nicht, wie sehr diese Auswirkungen dann wirklich sind, aber du hast schon das Gefühl, medizinisches Personal ist nach England gewechselt, nach München gewechselt. Und da gab es ja schon sogar ein paar Leute, die gewarnt haben, dass das außerordentlich war, was die letzte Saison geleistet haben. Ja. Was ja auch tatsächlich so war, dass du das Gefühl hattest, so wirklich krass hat uns nicht dazwischen gefunkt mit krass den Verletzungen. Durchgeflogen. Der Einzige war ja Santos. Bist du durchgekommen, obwohl du 3 Wettbewerbe gespielt hast. Ja. Und jetzt hast du das Gefühl, jetzt all das Glück, was du vielleicht an gewissen Stellen irgendwo hattest, ist jetzt aufgebraucht. Ja. Und trotzdem bleibe ich dabei, man muss untersuchen. Und wenn bei der Untersuchung rauskommt, dass man da nichts machen kann, alles gut. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man in der Präventivarbeit, in der Belastungssteuerung, in der Kontrolle, in der Pflege von den Spielern, dass man zumindest analysieren muss, warum das so ist. Klar, nochmal, ich will jetzt hier auch nicht vorschnell die medizinische Abteilung kritisieren, weil dafür habe ich noch weniger Ahnung. Das müssen Köpfe rollen. Nein, aber davon habe ich offensichtlich noch weniger Ahnung als vom Fußball. So. Du hast doch ein ganz gutes Medical Staff, wenn ich immer sehe. Deine Insta-Story ist, ja, heute machen wir 5:30 Uhr, gehen wir wieder raus, schwimmen oder so. Hilft leider trotzdem nicht, Alter. Also ich glaube schon, das hilft schon. Lass mal ein bisschen Liebe in den Kommentaren da, ob das Basti geholfen hat. Ja? Aber ich gehe halt, das Problem bei mir ist, Marvin, ganz kurz, ich gehe um 5:30 Uhr schwimmen. Ja. Ich bin aber auch bis 5:30 Uhr ab und zu hier. Weißt du? Also so ganz so viele Ahnung scheine ich davon dann doch nicht zu haben. Aber nochmal. Auf jeden Fall. Ja, den merke ich mir, wenn ich dann nach Hause komme.
Ja, liebe Grüße. Und gute Besserung an meine Katze Ante, liegt im Krankenhaus. Lass mal lieb in den Kommentaren für Ante da, Alter. Alter. Arme, Alter. Es war ein schrecklicher Tag gestern. Aber mach jetzt keinen dubiosen PayPal. Doch, hier ist ein GoFundMe. Ich bin jetzt Privatinsolvent, was tatsächlich so ist. Nein, auf jeden Fall. Dann kommt erst in 2 Wochen dann. Ja. Auf jeden Fall würde ich trotzdem sagen, man muss untersuchen. Ja. Also ich meine, Axel Hellmann hat es ja, glaube ich, mal übergeordnet gesagt, dass irgendwo so ein bisschen so laissez-faire eingekehrt ist, bla bla. Vielleicht betrifft das auch den Bereich. Ja. Muss man halt einmal mal gucken, vielleicht sind da falsche Personalentscheidungen getroffen. Einer ist ja auch schon gegangen, irgendwie, weil er Heidenheim-Spieler behandelt hat. Das war im Dezember. Also da musst du dich vielleicht muss man, wie man es bei Spielern auch sagt, vielleicht musst du dich im Sommer neu aufstellen. Ja. Aber wie gesagt, analysier das, weil man muss jetzt auch nicht so tun, als wenn eine Schulterverletzung irgendwas mit dem Staff zu tun hat. Wenn du blöd hinfliegst, ne? Das muss man ja sagen. Da geht es ja fast manchmal um die Rekonvaleszenzzeit. Das haben wir ja gemerkt bei Kawasaki. Da war es ja tatsächlich so, dass der Fitnesstrainer, der ist ja dann zu den Bayern gewechselt. Das war ja der, von dem er gesagt hat, der ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Sanch so früh zurückgekommen ist. Also trotzdem, ich finde es total gut, dass du da so diese Einordnung vornimmst, dass du sagst, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es ist ein kleiner Verdacht da, dass es bei einigen sehr, sehr lange dauert. Es nervt uns ja, man kann es ja mal ganz ehrlich sagen, auch als Fans nervt es, wenn du immer hörst, bis auf Weiteres. Ja. Also dann, ja okay, bis auf Weiteres, was kann das denn bedeuten? Ne? Also es ist schon, bleibt ein Geschmäckle, aber es ist halt einfach für die Saison und auch für Riera als Trainer unglaublich bitter. Für die Spieler. Du musst im Sommer auf jeden Fall irgendwie da, mit ein bisschen Abstand dann zur Saison musst du ein bisschen evaluieren. Ja. So, ne? Also du hast schon recht, diese Unterscheidung ist wichtig. Das sind halt viele Actionverletzungen einfach gewesen. Bei Ebnu Talib, bei Kalim. Ja, einfach ein Begriff geprägt. Das macht ja total Sinn. So, ne? Und Kalimondo jetzt auch. Christensen weiß ich nicht so genau, der muss ja irgendwie umgeknickt sein jetzt während des Spiels oder was auch immer. Und dem gegenüber aber hast du schon so Fakten wie irgendwie Can Uzun kämpft das ganze Jahr schon mit Muskelverletzungen. Das ist wiederkehrend. So, Johnny Burkhardt, Muskelverletzung, der fällt 3 Monate aus. Das ist super, finde ich super, also keine Ahnung, ich habe auch nicht so viel Ahnung, so, aber schon eine relativ lange Ausfallzeit für so eine muskuläre Sache. So, ne? Und ich finde, so Muskelverletzungen hattest du in den letzten Jahren super wenig. So, vielleicht täusche ich mich gerade, aber es war wenig, definitiv. Ich habe auch noch. Und da muss man schon gucken, dass wenn man ein Verein ist wie Eintracht Frankfurt, der quasi auf allen Ebenen so gewachsen ist, dann muss man auch gucken, dass man in dem Bereich die besten Leute irgendwie hat. Und wie wichtig es sogar war. Ohne dass und das will ich auch nochmal sagen, ich will da jetzt auch niemanden an die Wand stellen. So, ne? Also ich kenne die Leute, die arbeiten. Jetzt schon draußen. Ne? Nein. Stefan Reich. Alles gut, ne? Also ich will da niemandem unterstellen, dass er Tag 24 hat schon geschrieben. Tag 24, Ärzte, klar. Stefan Reich. Ärzte beben. Um Stefan Reich. Nein, aber man soll sich natürlich trotzdem hinsetzen im Sommer, um zu gucken, okay, kann man da irgendwie optimieren. Ja. Kannst auch in Zusammenhang mit den Spielern übrigens auch. Ja. Also ich meine, Spieler haben ja auch oft individuelle Betreuung und so weiter. Also die Pflege liegt ja auch an den Spielern selber. Das ist auch ein Erfahrungswert, glaube ich, den du haben kannst. Okay, wie gehe ich mit meinem Körper am besten um? Vielleicht sollten einfach alle C. Roberto anrufen. Ja. Und sagen, hey, was hast du gemacht? Ich mache genau das Gleiche. Eigentlich, ich habe auch schon überlegt, ne, es gibt ja so diese ganzen Longevity-Dudes. Ne? Da siehst du, komm mit mir in die Kältekammer. Genau, schreibst du da nicht letztens Artikel drüber. Aber vielleicht sollten die ganzen dubiosen Leute wie Peter Thiel oder so einfach mal bei Roberto anrufen, der weiß offenbar, wie es geht. Anderes Thema, wir gleiten ab, aber nur mal ganz kurz in dem Kontext ist es tatsächlich total gut, dass die Eintracht halt mehrere Stürmer geholt hat. Ne? Dass man Kalimondo noch geholt hat. Ja? Stell dir mal vor, wir hätten wirklich nur Ebnu Talib geholt, das wäre zu wenig gewesen. Ne? Zum Glück ist der letzte, das ist immer noch zu wenig. Ja? Aber wenn ich sage, es ist zu wenig, dann muss ich natürlich auch ein bisschen darüber nachdenken, wie es jetzt perspektivisch weitergehen kann. Wir haben darüber gesprochen, Christensen verletzt. Kalimondo wird wahrscheinlich wieder gegen die Bayern auflaufen. Ich sage trotzdem, wir gucken uns die Spiele der nächsten Zeit an und da ist natürlich das Bayern-Spiel sehr, sehr tricky. Aber ich sage mal so, danach erkenne ich die Sonne. Ja, insbesondere, weil ich schon finde, dass Riera schon so ein bisschen den Schleier, ja, wie soll ich, der so ein bisschen den Schleier der Lethargie von der Eintracht gezogen hat. Und ich glaube, spätestens nach dem Bayern-Spiel mit den machbaren Partien ist da wieder was möglich. Also ich muss sagen, so ein bisschen Feuer habe ich jetzt wieder entwickelt nach dem 3-0. Wie würdest du das in der Hoffnung auch, dass da nicht wieder irgendwas passiert, verletzungsmäßig, und dass auch 1, 2 Spieler zurückkommen. Ne? Das ist nicht extrem entscheidend, weil wenn du jetzt mal genau auf die Position schaust, wo die größten Verletzungssorgen sind, das ist einmal jetzt die Abwehr. Da fällt jetzt Theat aus und fällt Christensen auch aus. Das heißt, du musst jetzt Collins rechts draußen hinstellen wahrscheinlich oder Elias Baum, der auch gerade verletzt war, 3 Monate. Und dann hast du als einzigen Innenverteidiger auf der Bank Fousseni Doumbia aus der U21. So, ne? Also da darf jetzt nichts mehr passieren. Und das Gleiche gilt für den Sturm. Wenn wir jetzt sagen, Kalimondo, der
Möglicherweise spielt er am Wochenende, keiner weiß es so richtig. Ja. Vielleicht setzt er auch mal aus oder was auch immer. Dann kommt Burkhardt zurück aus auch 3 Monaten Verletzung. Du hast gar keinen Mittelstürmer, sondern hättest quasi einen Ansgar Knauf dahinter, positionsfremd. Oder nimmst irgendwie Alexander Staff mit als ersten Einwechselspieler, der ist 17. Ja. So, ne? Also das steht und fällt, das Wohl und Wehe dieser Saison steht und fällt jetzt auch damit, wie sich diese Situation, was die Verletzungen angeht, in den nächsten Wochen darstellt, wenn jetzt die Spieler wiederkommen, auch Usun dann irgendwann wieder, auch Ebn und Talib wieder und du hast wieder mehr Optionen und du vielleicht mit verschont bleibst von eben Verletzungspech, dann habe ich Hoffnung und wenn das aber so weitergeht, dann wirst du das irgendwann merken, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Du hast es sehr schön zusammengefasst. Danke. Aber die Hoffnung gibt dir vielleicht nicht unbedingt das Spiel gegen die Bayern. Basti, wie siehst du das? Können wir irgendwie dieses Bayern-Spiel ein wenig ausklammern, dass wir sagen, egal wie es jetzt läuft, daran messen wir nicht das Leistungsmaximum? Das Bayern-Spiel ist tatsächlich Bonusspiel. Du kannst einfach mal gucken. Du kannst aber auch da natürlich Dinge einstudieren, weil du wirst einen krassen Stresstest haben für die eben neu formierte Abwehr, die zwangsweise jetzt gebildet werden muss. Aber trotzdem, für mich ist das Bayern-Spiel eher so, dass ich denke, okay, dann sind weitere 2 Trainingswochen. Ja. Du hast vor dem Bayern-Spiel eine Woche, du hast nach dem Bayern-Spiel eine Woche, du hast die Möglichkeit, dass Leute zurückkommen, du hast Möglichkeiten, dass Riera neue Dinge ausprobiert, dass die Mannschaft sich an ihn gewöhnt, an diese Dinge, die er tun will. Und am Ende ist das, was Stefan gesagt hat, das Wichtigste für den Rest der Saison, dass jeder auch im Bewusstsein hat, das ist nicht die A-Game-Mannschaft gerade, die er zur Verfügung hat. Und dann dauern vielleicht Sachen auch länger oder vielleicht gewisse Dinge kannst du noch gar nicht machen. Ja. Und musst jetzt halt einfach irgendwie diese Saison, die ja trotzdem nur noch aus Bundesliga besteht, zu Ende bringen. Und die Mannschaften, gegen die du nach Bayern so spielst, die würden sich über den Kader, der bei der Eintracht übrig ist, trotzdem freuen. Das heißt, klar kannst du sagen, ey, es reicht vielleicht momentan nicht gegen Stuttgart, Dortmund, Leipzig, Bayern oder Leverkusen. Ja. Aber, Leute, wenn du dann irgendwann gegen Heidenheim spielst, wenn du nach St. Pauli fährst, dann reicht das trotzdem noch aus. Und das muss dann halt auf den Platz kommen, das muss auch dann geliefert werden. Und genau das meine ich, denn die Spiele danach, nach dem Bayern-Spiel, das Spiel ist das letzte richtig, richtig krasse Spiel für die absehbare Zeit, weil direkt danach hast du Freiburg, natürlich sind die unangenehm, das kann ich immer sagen, aber wir müssen jetzt auch eine andere Herangehensweise an diese Spiele finden und müssen schon sagen, die Mannschaft der Eintracht ist trotzdem in der Lage, auch gegen Freiburg was zu holen. Und danach geht es weiter. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Danach geht es nach St. Pauli. Ne? Dann hast du Heidenheim und dann hast du Mainz. Das ist alles... Boah, ich weiß schon, welches der 4 Spiele verloren geht. Ey. Ich weiß es. Ja, keins. Genau. Ich glaube nämlich, dass wenn du das schaffst, es auszuklammern, dieses Spiel gegen die Bayern, das kann, weil auch, wir wissen es ja, wir kennen ja die Eintracht, selbst wenn man ein sehr positives Ereignis kommt, haben wir danach schon... Ich wollte gerade sagen, dann lieber in München verlieren. Ja, genau. Und danach die 3 Spiele, genau. Das nehme ich viel mehr in Kauf, weil das ist dann auch leistungsgerecht und bringt uns im Endeffekt tabellarisch auch weiter, weil ob die Bayern da oben dann 3 Punkte mehr oder weniger haben und Meister werden, ist dann auch egal. Aber Marvin, ich finde wichtig, dass du sagst, dass man da Bock drauf haben soll. Und ehrlich gesagt, habe ich das wieder ein bisschen. Ja, ich auch. Natürlich, diese Kalamuende-Verletzung hatte ich im Stadion schon nochmal von der Seite weggenockt und hat gesagt, ey, freu dich nicht zu früh, du Idiot. So. So, aber gleichzeitig, ja, was du sagst, gleichzeitig ist eine Freude da. A, auf die Rückkehrer und B, auf immer mehr reeller Zeit. So, weil es ist trotzdem, glaube ich, so, du siehst an gewissen Stellen schon das, du hast Nene Brown von ganz am Anfang angesprochen, da werden noch mehr Dinge dazukommen. Er wird sich Dinge ausdenken. Wir gucken mal, wie es sich... Kommt Stürmer zurück. So, ne? Es kommen Stürmer zurück, du wirst gucken, ja, was für Aufstellungen werden wir sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass trotz aller verletzten Misere, die du hast, und mit einem Wettbewerb, mit dem Spielerkader, der trotzdem noch da ist, kannst du positiv in die nächsten Wochen gehen, weil du kannst auch ganz schnell nicht nur ein erleichterndes 3-0 zu haben, weil das ist es erstmal nur, ein erleichternder Heimsieg gegen biedere Gladbacher. Aber du kannst natürlich dann aber auch irgendwann aus dem Spiel kommen, wo du 2, 3 Spiele hintereinander gewonnen hast, wo du dann plötzlich auch wieder in der Tabelle anfängst, mal hinzuschauen und so ein Kram. Also von daher, die Saison ist noch nicht over. So, und am Ende, Bock, let's go. Wir alle. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Das war unser Feature bzw. unser kleines Review dazu, wie die Eintracht gegen Mönchengladbach gespielt hat. Aber falls ihr euch die Highlights noch mal angucken wollt, kommentiert von uns, dann klickt mal hier rein. Da seht ihr das ganze 3-0, alle 3 Tore und noch eine sehr, sehr schöne Chance von Ansgar Knauf. Klickt euch rein.